Herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Tutorial zum Thema Programmieren in C#. Ich werde euch zunächst einmal zeigen, wie ihr Visual Studio 2022 herunterladen könnt und wie ihr ein Projekt im Visual Studio erstellt. Ich stelle den Quellcode im Laufe der Zeit in GitHub bereit, so dass ihr das Ganze besser nachvollziehen könnt. Lange Rede, kurzer Sinn, beginnen wir mit dem Tutorial. Ihr geht auf die Google-Suchleiste und gebt Visual Studio 2022 ein. Wir klicken auf diese Seite. Hier sieht man direkt den Button mit den 3 verschiedenen Editionen: Community, Professional, Enterprise. Oder oben unter dem Link Downloads, da könnt ihr Visual Studio herunterladen. Ich verwende für das Tutorial die Community Edition, das kann ich euch auch empfehlen. Klickt dann auf kostenloser Download und das Ganze wird nun heruntergeladen. Wenn es fertig ist, klicken wir hier auf Visual Studio Setup und installieren das auf unserem Rechner. Folgt die Installationsanweisung, bis es fertig installiert ist. Ist die Installation abgeschlossen, dann schließen wir das Fenster und öffnen Visual Studio 2022. Um ein Projekt erstellen zu können, klicken wir hier drauf. Unter diesem Reiter können wir die verschiedenen Programmiersprachen auswählen. In meinem Fall verwende ich C#. Hier kann das Betriebssystem, das bei euch auf dem Rechner ist, ausgesucht werden. Es gibt einige Projektvorlagen. Für unser Tutorial reicht die Konsolen-App. Mit einem Doppelklick gelangen wir zur nächsten Seite. Hier vergebe ich einen Projektnamen. Ich nenne mein Projekt YouTube Tutorial. Ihr könnt das Projekt so nennen, wie ihr möchtet, oder ihr nennt es auch einfach nur Tutorial. Und hier könnt ihr dann auch den Speicherort festlegen von eurem Projekt. Und wenn ihr das getan habt, dann ist die Konfiguration auch abgeschlossen und ihr klickt hier auf Weiter. Wir haben hier die Auswahl zwischen .NET 6.0 und .NET 7.0. Für das Projekt nehmen wir .NET 7.0 und das Projekt kann nun erstellt werden. Hier ist das Grundgerüst, um das erste Programm zu schreiben. Dazu definieren wir ein Namespace, eine Klasse und eine Main-Methode. Die Main-Methode ist der Einstiegspunkt. Startet man die Anwendung, dann wird die Main-Methode als erste Methode aufgerufen. Die Anwendung startet mit dieser Schaltfläche hier oben. Und wir können unsere Ausgaben in der Konsole sehen. Um eine Ausgabe sehen zu können, schreiben wir jetzt eine Anweisung. Console.write. Das übliche Hello World. Und wir können in der Konsole erkennen, Hello World. Um das World jetzt in der zweiten Zeile anzeigen zu lassen, definieren wir hier noch eine Anweisung. World. Und entfernen das World hier oben. Wenn wir es jetzt ausführen lassen, sehen wir Hello World. Aber das World ist nicht in der zweiten Zeile. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie man das anstellen kann. Und zwar schreiben wir hier ein WriteLine und speichern das Ganze und führen es wieder aus. Das World steht jetzt nun in der zweiten Zeile. Es wird als erstes Hello ausgegeben. Durch das WriteLine springt das Ganze in die zweite Zeile und dann wird die zweite Anweisung World ausgegeben. Die zweite Möglichkeit ist, hier ein Backslash und N einzugeben und dann auf Ausführen. Und wir sehen, es ist jetzt in der dritten Zeile. Und wenn wir jetzt das Line entfernen, dann ist es in der zweiten Zeile, wie wir hier sehen können. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden, was der Unterschied zwischen WriteLine und einem Write ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Falls ihr Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen oder Wünsche habt, dann schreibt das unten in die Kommentare.
Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.